Ja, und jetzt kommen wir noch mal kurz zu sprechen auf das Problem mit der Ästhetik des Handwerklichen. Das ist ein großes Problem, was sich ganz kurz gar nicht besprechen lässt, aber ich möchte da mal ein paar Aspekte zu anreißen, die möglicherweise interessant sind. Also das eine ist, wenn ihr euch jetzt diese Verbindung hier nochmal genau anguckt, die ja von Hand hergestellt ist, dann stellt ihr also fest, es gibt immer noch diese Ungenauigkeit hier, da, wo dieser Sägeschnitt war. Und hier ist es auch nicht so hundertprozentig perfekt. Aber es ist natürlich insgesamt schon irgendwie eine saubere Verbindung, die für einen Rahmen oder für eine Rahmentür durchaus okay wäre. Ne? Das bringt mich auf die Frage nach der Qualität von handgemachten Dingen. Denn der wird auch heute noch immer eine besondere Bedeutung beigemessen. Und diese besondere Bedeutung erlangen diese handwerklich gemachten Dinge schon dadurch, dass sie mit der Hand gemacht sind. Das sieht man besonders beim ganzen Thema Kunsthandwerk. Also dieses ganze Kunsthandwerk, wenn ihr euch anguckt, so Töpferarbeiten, Silberschmiedearbeiten und so, die sind manchmal geradezu betont mit einer Ungenauigkeit oder mit einer Unpräzision versehen. Und die macht dieses Handwerkliche aus, da kann man sagen, das ist von Hand gemacht, und dieses von Hand gemachte hat ein besonderes Qualitätsversprechen. Und mit diesem besonderen Qualitätsversprechen wird tatsächlich auch heute noch im Handwerk geworben, und so wird das Handwerk beworben, dass etwas, was von Hand gemacht ist, von alleine gut ist und dass es auch noch vielleicht ökologisch ist und sozial und fair hergestellt und alles, was noch dazugehört. Es gibt eine große Ladenkette, die das Wort mit der Hand gemacht auf Lateinisch in ihrem Namen führt, und die machen da ihr ganz großes Geschäft mit, dass man mit handgemachten Dingen immer etwas Gutes assoziiert. Und es ist ein bisschen fraglich, ob das tatsächlich von alleine so ist, also ob das nur deshalb, weil es von Hand gemacht ist, schon eine gute Sache ist. Ich habe da tatsächlich noch keine abschließende Meinung dazu. Ich finde allerdings diese Überhöhung des Handwerklichen, hinter der irgendwie so die Idee steht, man könne damit auch im Zweifelsfalle sogar den Kapitalismus überwinden und wir müssten zurück dahin. Und da gibt es ja im Laufe der Geschichte immer wieder so diese ganzen DIY-Bewegungen, und heute sind es eben Maker und es sind Fab Labs, und so, als würde daraus immer eine neue Form von Wirtschaft erwachsen, und bisher ist die aber nicht gekommen. Sondern bisher ist es so, dass jetzt sogar schon Industrieunternehmen irgendwie Produkte so machen, also man sieht das auf manchen Etiketten, die sehen dann aus wie mit der Hand gestempelt, und dann sind da irgendwelche Unscharfheiten drin, und dann hat der Industriekapitalismus das irgendwie einfach sich angeeignet, dieses Ding, aber es ist gar nicht da. Und es ist auch nicht was von alleine gut, nur deshalb, weil es von Hand gemacht ist. Ich bin da nicht überzeugt von. Das tatsächlich kann einen irgendwie in Verzweiflung stürzen, weil man irgendwie, also jetzt gerade ich als Handwerker nicht weiß, naja, das ist aber das, worauf ich mich selber immer verlassen habe. Ich war da auch so stolz drauf, also so dieses zu sagen, hey, das ist von Hand gemacht und das ist super, weil es von Hand gemacht ist. Aber das ist ein richtiges Problem, denn viele Dinge, die man gut brauchen kann, werden besser nicht von Hand gemacht. Und was ist dann Handwerk heute? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin verunsichert. Habe ich ja schon mal gesagt, habe ich auch bei Instagram gepostet, ich habe dieses Buch gelesen hier, Handwerk oder Design, zur Ästhetik des Handgemachten. Das ist ein wirklich hervorragendes Buch, was ich warm empfehlen kann zu lesen, dass sich dieser Problematik widmet, auch auf eine wunderbare Weise erklärt, warum Handwerker und Designer ganz grundsätzlich unterschiedliche Dinge sind und warum man das eine mit dem anderen nicht vermischen sollte. Denn sowas wie Handwerksdesign gibt es eigentlich schon von der Idee her nicht. Und im Moment ist es so, ich unterrichte viel, und ich unterrichte ja tatsächlich genau das, also dieses Grundlagenwissen, also Sachen mit der Hand zu bearbeiten. Und ich finde tatsächlich, dass das ist, worum es bei Grundkursen in Schreinereiausbildungen auch geht. Es geht darum zu erlernen, was Holz eigentlich für ein Werkstoff ist. Und es ist kein Zufall in meinen Augen, dass
ein anderes Wort für verstehen im Deutschen begreifen ist, denn da steckt das Anfassen mit drin. Und einen Werkstoff wie Holz kann man nur verstehen, indem man ihn in die Hand nimmt, indem man damit arbeitet, indem man sägt, indem man ihn auch mal kaputt macht und dann so langsam eine Idee davon bekommt, was man damit anfangen kann und wie man mit dem arbeiten muss. Und das, finde ich, ist nach wie vor auch eine gute Sache. Ich finde auch, dass es eine gute Sache ist, wenn Leute sich was selber bauen. Allerdings finde ich, das sollte dann was sein, was auch gebaut ist. Also ich meine, mit einem handwerklichen Anspruch gebaut. Also es gibt jetzt irgendwie Baumärkte, machen so Läden auf und nennen sie dann Creator oder so. Und dann guckt man da rein und sieht, was wird da gebaut. Und was da gebaut wird, sind Schlüsselbretter und Flaschenöffner, die an der Wand hängen. Und das ist kein Handwerk. Es ist schon gar kein Design, sondern es ist eigentlich Bastelei. Und das, finde ich, darf man nicht miteinander verwechseln. Also es gibt einen Unterschied zwischen Basteln auf der einen Seite, Handwerken und Designen. Das sind Sachen, die muss man sauber auseinanderhalten, weil sie unterschiedlich sind. Und ich finde, wenn jemand was für sich selber bauen will, dann sollte er das tun. Und darum geht es mir ja hier auch. Ne? Also ich möchte so ein paar grundsätzliche Dinge erklären und in die Welt bringen, wo man vielleicht auch mit wenig Aufwand, vielleicht ohne Strom, was ja eine feine Sache ist, irgendwie sich was herstellen und bauen kann. Und das sollte eine bestimmte Form von Qualitätsanspruch haben. Idealerweise gibt es einen Anspruch nach Perfektion, auch dann, wenn man sich darüber bewusst ist, dass man sie nicht erreichen kann. Aber was man auf keinen Fall tun sollte, finde ich, ist sozusagen das Unperfekte zur überhöhten Qualität erklären, indem man sagt, ja, das ist aber jetzt von Hand gemacht und deswegen ist das alles schief und krumm und so. Und das ist das Geile daran, weil es das Geile nicht ist. Sondern man sollte schon versuchen, im Bewusstsein dessen, was da genau geht und was auch nicht geht, das so sauber zu bauen und dann so langsam da reinzukommen und sich mit diesem Problem immer wieder auseinandersetzen. Ich finde, das ist tatsächlich eine problematische Frage, was Handwerk heute eigentlich genau ist. Eine Frage übrigens, auf die ich im Augenblick nicht so richtig eine Antwort habe. Und wo genau da die Position zu finden ist. Was auffällig ist, ist, dass speziell bei Schreinern ist es so, wenn man sich heute Werbung anguckt, wie Leute, also wie wird Schreinerei beworben, also auch wie wird Schreinerei beworben zum Thema Ausbildung, also so dieses werde doch Schreiner, dann sieht man so fancy Fotos. Und diese Fotos bedienen sich immer dieser Handwerksästhetik, indem da irgendjemand wild eine Raubank schwingt, die so genau das hat, so diese ganze Romantik, und das ist natürlich immer Massivholz, ne? Aber die Realität in Schreinereien sieht so gar nicht aus. Und Schreinereien heute, jedenfalls ziemlich viele, arbeiten eigentlich wie kleine Industriebetriebe, so wie Industriebetriebe, die eine Stückzahl 1 herstellen. Und ich finde, man kann fairerweise das nicht gleichzeitig in Anspruch nehmen. Man kann sagen, wir sind die fancy Handwerker und wir machen alles so wie vor 500 Jahren und ich mache so die Werbung und dann halte ich den schönen Hobel ins Bild. Und auf der anderen Seite aber sagen, nee, so ist das alles gar nicht, sondern das, was wir heute machen, ist, wir verarbeiten zu hunderten Quadratmetern Plattenmaterialien oder Korian oder Metall oder was auch immer und machen irgendwie super fancy, perfekte Sachen und haben eine Kantenanleimmaschine, die ABS-Kante mit 0 Fuge anfährt, sodass das alles auf eine klinische Art und Weise perfekt ist. Was so das eine Ende der Skala ist, und am anderen Ende der Skala ist immer dieses raue Handgemachte, was aber auch so auf so eine komische Art und Weise überbetont ist. Und irgendwo dazwischen muss man noch eine Position finden. Und ich habe die noch nicht. Ich weiß, ich arbeite gerne mit der Hand an Holz. Ich finde dabei auch den Herstellungsprozess an sich schon gut. Und ich stelle mir vor, dass das speziell für Leute, die das als Amateure betreiben, als Hobbyhandwerker, und Amateur ist eigentlich ein wunderschönes Wort, denn Amateur heißt auf Deutsch übersetzt Liebhaber. Und das heißt, das ist jemand, der das gerne tut. Genauso wie Dilettant eigentlich auch ein schönes Wort ist, ne? Weil dilettieren ist, also dilettare ist sich Vergnügen an oder Freude haben an. Das heißt, Amateure und Dilettanten haben eine feine Daseinsberechtigung in dem, was sie tun, weil nämlich der Prozess des Herstellens schon etwas ist, an dem sie Freude haben.
Und wenn es dann nachher ein Stück geworden ist, was auch schön ist, dann bleibt diese Freude auch erhalten in Form von Erinnerungen. Und das finde ich ist eine gute Sache. Ich bin nicht ganz sicher, ob das Handwerk ist, aber wenn man es eben auf Handwerksniveau macht und nicht bastelt dabei, ist man schon mal nah dran. Design eigentlich sollte bedeuten, man schafft irgendetwas, was einen nennenswerten Vorteil bringt aufgrund von seiner Gestaltung. Und das ist dann etwas, was den Alltag erleichtert. Also das heißt, es sind wirklich Gebrauchsgegenstände und kein Kunsthandwerk. Ein Kunsthandwerk, was sich irgendwie schon wieder in der Nähe von Kunst verortet. Und Kunst ist ja noch was ganz anderes als Handwerk oder Design. Aber irgendwo dazwischen ist es. Ihr seht, meine Gedanken sind selber noch nicht wirklich sortiert, was das angeht. Ich befinde mich da gerade in diesem Prozess angestoßen durch dieses wunderbare Buch, um nachzudenken, wo stehe ich da, also wo stehe ich selber und wo eigentlich steht Handwerk heute, was ist das genau? Und mal gucken. Wenn wir das hier noch eine ganze Weile machen, vielleicht findet sich da eine Lösung. Erstmal finde ich, bleibe ich jetzt hierbei und sage, ich zeige mal, wie man Dinge bauen kann. Auf einem handwerklichen Niveau. Und das mit möglichst wenig Aufwand, sprich mit möglichst wenig Werkzeug und mit möglichst wenig Maschinen. Und gleichzeitig, obwohl das klingt wie ein Widerspruch, mit möglichst wenig Romantik, sondern mit dem, dass es sinnvoll ist, was herzustellen, was eine bestimmte Qualität hat und was von Dauer ist. So. Und die anderen großen Fragen, die klären sich vielleicht nie, aber die muss man, finde ich, einfach immer weiter bearbeiten. Ja? Was so alles dranhängt an so einem Schlitz- und Zapfending. Ne? Okay. Bis bald.